Goedemorgen. Ik ben vrij op van der Ware, dus immer hier te zijn. Als we maar een beetje zich gereed maken om verder dat weet niet een verzameling voor zich af. Ik vraag me voor iedereen meinen wat hier is van des morgens. En de afschnitt is al gelezen. En mir ist interessant, ich wollte dann, dass Frank seine Bibel das ein bisschen anders sagen, das ist eine andere Übersetzung. Ich weiß nicht genau, was von der Übersetzung er hat. Aber interessant ist, dass man dann was lesen darf, und dann hat 2, 3, 4 Übersetzungen, und dann noch besonders 4 Sprachen, verschiedene Sprachen, und dann das überlesen, dann kriegt er viel mehr Rüt. Und ich dachte, bis Frank dort lesen darf, dann dachte ich, damit eben, wo fächen wir was lesen, und dann, wenn wir erst gelesen haben, weiß wir gar nicht mehr, was wir gelesen haben. Kann uns sagen, was das ist. Ich dachte immer, bis Jesus, bei einer Gelegenheit abstand im Tempel und las, nahm das Buch Jesaja und las am Jesaja-Buch, sagte er, und dann ging sich da sagen. Ich habe gar nicht eine lange Predigt nicht. Da wird gelesen, dann sagen sie da, ich bin ganz schwächen, weil wir dann viel mehr das Buch lesen, die Bibel lesen, und dann dort sein, was sagt das wirklich? Wir lesen ein Ding, aber was sagt das wirklich? Ist das ovens? Ob die Gelegenheit mit Freitag sei, wie ein sehr viel Testimonies. Ich schmeiß rein, wir zum Hüst fahren, dann von nicht an mir und sagst du, was los? Wo bleibst du? Ich sage, wir haben sehr viel Testimonies gehört hier. Ich sage, nicht ganz, Facts ist allgemein. Und ich habe mich sehr gefreut, ich freue mich so sehr für weißt du, was ich, da wenn ich mir da eine Botschaft reinmachen, dann darf ich immer kicken, denke immer, wer wird da sein? Ich frage mich immer, wer wird da alle sein? Ein Ding weiß ich, da sind verschiedene Menschen mit verschiedenen Bedürfnissen, mit verschiedenen Klassen von Menschen. Von der, wo wir in diesem Aufschnitt, wo wir sein, wo der Apostel Paulus sagt, zu den Korinther reden, und dann, wo er reden, zu Wort von Menschen her reden, er zu verschiedenen Klassen reden. Aber hauptsächlich, wenn ich den Korintherbrief lese, da studiere, dann sage ich, dass der Apostel Paulus, dann sage ich, die gewisse Dinge bin ich, er hat die Kirche angefangen, Apollos, dat wieder ein anderer dann die Kirche wieder nehmen und so wieder, der dann jeiten, er hat evangelisieren und der andere dann jeiten, nach Norden kommt der frisch an, das hat dort da verschiedene Bedürfnisse sein. Wenn wir würden durchlesen, besonders die ersten 5, 6 Kapitels, da würden wir sagen, das sind so eine Dinge, die niemals nicht an die Kirche angehören nicht. Die dann nicht, die dann nur nicht. Manche, wenn ich sage, die soll nicht an die Kirche angehören, manche Menschen, die an die Kirche sein. Was ich bemerkt habe, ich bemerke das immer mehr. Ich möchte bloß zum Anfang sagen, dass ich sei an die Kirche, sei ich Dinge, was ich sehr gleich da. Wenn wir ein Meeting haben, nicht alles Meeting, aber wir haben ein Meeting mit anderen Taub, mit anderen Boards, mit Deacons, mit der Sinderschule und so weiter, dann habe ich gemerkt, dass du hast sehr Agreement. Du hast gar nicht in Streit oder irgendwas. Nicht, dass da verschiedene Opinions sind oder verschiedene Gedanken. Und was ich gemerkt habe, was mir so gefallen hat, ist, dass wir kann in jeder einer der seine Gedanken sein, ohne der Dorf über den Kopf kriegen oder wenn das sehr plötzlich gesagt über den Kopf kriegen. Wir brauchen dort, weil wir dem nächsten Mal really was zu sagen.
Aber das wird ganz mit einem guten Spirit, yes, was dort durchgeht. Aber dann sehe ich noch eine, sage ich wieder, dann sage ich, dass da sind Söhne, die da kommen, die da in die Kirche kommen, die da auch wahre Gebühren sind. Und by the way, ich will von der bloß reden, dass die Menschen, die ich hier von reden, das sind bloß, wo der Apostel Paulus von reden, zu der Reimer, das sind Christen. Das Mal ist halt nicht eine Botschaft von Salvation. Was wir hier wollen sein, das sind Christen. Wo die Leute das ist eine andere Sache. Und ich sage das auch an die Kirche. Das ist die zweite Klasse von Menschen, was ich sagen darf, das sind Söhne, die da rauskommen, von verschiedenen Sorten sinnvolles Leben, von Sklaverei, von der Sünde und so weiter. Und die geben Zeugnis und die straucheln und daunen und zum Sieg haben in ihr Leben, aber sie sind boven die Versuchungen. Ich hatte jetzt einmal einen jungen Mann und sagte, das ist ziemlich schwer. Er kam mit Drugs und so weiter. Sagte, das ist ziemlich schwer, hat straucheln. Ich sage, solange die Struggles sind da, die Temptations sind da, aber wo sind wir im Vergleich mit den Temptations? Sind wir boven oder sind wir nach der Bahn, dass wir uns einmal verlocken dann? Das ist eine andere Sache. Und dann sehe ich eine Klasse von Menschen, die da wahre geboren sind, die sind bloß an den großen Kriechbahnen. Die weiter nicht, wo sie da durchkommen können. Und ich glaube, das sind die Menschen, was wir hier wollen sein, wir wollen hier was sein davon, ich weiß nicht, wo wir kommen wollen sein. Was da wahre geboren sind, aber die Leute haben keine Idee, really, was das meint, wirklich wahre geboren sein, und Gott in sie sind, und geistlich wirklich Sieg haben an das christliche Leben. Und ich war vertraut, dass jeder einer dort hier was sein für sich selbst. Weil wir noch einmal das übergehen, was Frank hier das überlesen, da dann fast befarscht, was sie so durch sein. Da sage ich dir, aber doch für dich, pardon me, ich was wieder drei. Nu wondermot, Gott Menschen Utwaelen dat. Und hier ist ein Wortband, das sagt Utwaelen. Gott hat uns Utwaelen. Und ich möchte das sagen, ich wiederhole das weet je, dat krijgt hem dood op wat van een level, we zijn op wat van, wo we was zijn, of we nog jong zijn, of we alle zijn, of we krijgt hem wat van stage in ons leven, we zijn, wat je God heeft ons uitgewählt voor zijn dienst. Frank moet een klein beetje davon reden, van de kerk uitkleinen. Ich hatte eigentlich gesagt, ich sagte, ich weiß jedes Mal, weil du hast keiner hier binnen an dieser Versammlung, dem Gott nicht hat ausgewählt, um an seine Arbeit eine Arbeit zu tun. Ob das erst Ascher sein, ob das erst die Kirche, wo keiner nicht, von uns nicht, was von seinen Dad, dort wird Vater, dort wird, da wird getan während der Werk, weil wir überhaupt nicht mal denken, und sind nach Samarien vielleicht nicht. Und dort sind deine Arbeit. Und dort sind viele Arbeit, was Gott nicht zu sein ist. Das ist eine Realisation merken. Und all das, was hier passiert ist, da wo wir nicht von an, die meisten von uns wollen nicht von an, nicht. Und das ist eine sehr, sehr große Arbeit zum Evangelisieren. Wir hätten jetzt vom artigen jungen Mann was zu sagen, von wo sie dann evangelisieren, wo Menschen zum Glauben kommen, und so wieder. Weil in jeder einer von uns, wie kämpft taub mit Menschen, was nicht im Herrn kann, dann während der Werk. Weil wir bloß ans Licht schienen leuchten, das kriegt ihm nun, wer wir sind, ob wir ein Evangelist sind, sozusagen, oder ob wir Prediger sind, oder ob wir was immer wir uns wollen nennen, oder was wir nicht leben, was wir sind.
Wat doen echt, wir sind ein Licht für den Herrn Jesus. Dat ze niet of wir in der Fabrik sind oder wo immer wir sind ein Licht da für den Herrn Jesus. Und da ist, was wir wollen, das wissen, dass das Licht wird brennen, da wo wir die Gelegenheit haben, wir wollen, da was zu sagen können. Und also der Herr Jesus, Paulus sagt, dass Gott hat uns utwählen. Und dann verstehst du, wenn ich da fange an und sagte, Brüder. Und ich will uns bloß aufmerksam machen, dass der Apostel Paulus der Rede hier zu Brüder. Nicht bloß zu Brüder zu Männern, aber auch zu früher ist gleich so. Wir können sagen, zu Kinder Gottes redet er hier. Sondern was die Wahrheit sein. Und dann sagt er, denkt doch eben nach. Wo soll sie eben noch denken? Wo dort wir aus Gott wählen deid. Wo wir dort wie aus Gott wählen deid. Also Gott hat die und mich gewählt. Paulus, der sagt hier zu den Christen, trotzdem, dass sie lang nicht vollkommen wären, sagt er, wo wir das mit tun, wie es Gott wählen deid. Und dann sagt er, da wir nicht viel Weise, nur Menschenmut, nicht viel sehr Stärke, nicht viel, die an die Gesellschaft hoch werden, hoch angesehen waren, hoch stünden. Also wir sind sehr einfache Menschen. Was im Großen und Ganzen, was wir trägen, in der Jesus in der Zeit, noch die Zeit, wie die Gemeinde anfangen hat, da wir nur die, was so hoch wären, die Pharisäer, of course, von den Juden, die haben nicht viel gebraucht von dem Herrn Jesus. Da wir die, was schließlich dann am Christen Jahren. Aber da wir nicht viel höhere Menschen, weil wir nur den Apostel Paulus würden kicken, da würden wir sagen, haben wir einer von den Worten sehr hoch gelehrt, wie aber haben wir Pharisäer. Aber sehr hoch gelehrt. Aber er sagt, im Großen und Ganzen werden nicht viel ausgelehrte, nicht viel höhere Menschen, nicht viel Weise, da wir ganz einfache Menschen. Und was die Fehler von uns, ich will klingt was hier sagen von unserem Hintergrund. Ich glaube, es kann meist sicher sein, dass die meiste von dem, was wir hier bei uns sind, wir kommen von dem mennonitischen Hintergrund, entweder von Cocktailmacher oder von Durango, von Chihuahua, der Area dort. Wir sind abgewachsen in der Altkirche Kirche, vielleicht kleine Menschen oder sagen wir falsch, aber immer. Aber wir sind hauptsächlich am Diensten abgewachsen. Wo viele sind abgewachsen und ihr sehr großen Druck, wo das mit ihren Regeln nicht wäre. Und dann, wenn dann 20 Jahre, 30, 40 Jahre lauter, da wo wir an, dass dort spielt, dann haben wir eine Rolle in uns Leben, wo wir abgebracht sind. Uns ist darauf gewesen, dass das Wort mit dich niemals nicht was geben und so wieder. Und dass ich sehr gut nicht really wäre. Dat war, ich war bloß trinken, ich war bloß Drugs brauchen und so wieder, solange ich leben da und so weiter. Aber ich will jetzt bloß aufmerksam merken, dass ich muss dir sagen, dass dort erst Kreisen sind, wo du abgewaschen bist, und was von der Familie du abgewaschen bist, was für Zeit du abgewaschen bist, das hat viel zu tun mit wann du bist abgewaschen, wo lange du bist in Mexiko oder wo immer du warst. Das hat einen Einfluss in dein Leben. Aber das hat sich gekriegt, weil Gott hat dich ausgewählt und du bist nur hier. Du bist nur in einem Evangelium und du hast den Herrn Jesus angenommen und das mit dir sehr viel. Du kannst eine Arbeit tun, wo Gott dich geraubt hat und wo er keinem anderen nicht gebrochen hat. Gott sagt nicht, weil du nicht Gott bist, da wollte ich den Nächsten das geben. Nee. Gott hat dich und mich ausgewählt für die gewisse Mut, für die gewisse Ding, und da wo wir tun. Und dann Vers 17, da sagt er, aber was die Welt aus Ansehen ansagt, will Gott. Was die Welt aus Ansehen ansagt, dort der Gott wählen für seine Verherrlichung. Um die Weise zu schauen zu machen, Gott hat dort Schwache in dieser Welt gewählt, was stark zu schauen zu bringen.
Weet je, dat zwakste in Gods familie, dat is sterker als dat sterkste van de wereld, weet je dat? En we worden een klein stukje wieder vorwärts gehen, wo wir sein wollen. Und dann in Vers 48, da sagt er, en wat de wereld verachten deed en voor niets hält, noch nichts hält, und was nicht weiß ist, was nicht wird ist, hat Gott gewählt, dort nicht zu merken, was an der Welt hochsteht. So kann keiner sich für Gott Wort anbilden. Was Gott hat dort getan, er sagt, er hat uns nicht gewählt. Er sagt, du und ich können uns nicht anbilden. Das sind dann, wo weise wir sind, wo smart wir sind, da hat nichts damit zu tun. Weil du und ich haben bloß Gott anerkannt. So kann keiner sich für Gott Wort anbilden. In einem Vers da ist die Richtung, was er da sagt, dass dort, was Gott getan hat, sind je in Christus Jesus. Nicht, was du und ich getan haben. Du und ich, wir haben viel geprüft, viele Menschen von der Nacht proben, alles, was wir eigentlich proben, so dort zu tun, dass sie ein Tag wollen, mal im Himmel sein. Weil da wird mal kein Mensch nicht im Himmel sein, da wird mal die Büter, wenn das durch Gott gehen wird. Da wird du und ich tun können, das Beste, was die Menschen tun können, dort ist wie Gott, Paulus sagt, das ist ein bisschen das Mast. Das stimmt. Durch dort, und dann verstehe ich, sagt er, durch dort, was Gott getan hat, sind die an Christus Jesus. Gott hat dort gemerkt, dass wir durch Jesus Christus in uns weise und geschickt und herrlich und gerecht sind. Dann möchte ich hier so vier Dinge, was zu sagen hat. In Christus Jesus sind wir weise. Er hat uns weise gemacht. Durch seine Weisheit. Und er hat uns gerecht gemacht. Und ich möchte das weiter aufmerksam merken, dort hat sich kräftig, wer wir sind, wo lange wir als eine Christen waren, oder ob wir kämpfen dann, oder ob wir ungelegen dann nach dem ersten Zeit, oder was immer, wo man du wahre geboren bist, dann bist du einer von diesen. Und du hast die Potenzial, du hast die Fähigkeiten, dass Gott die kann abheben und dass Gott die kann brüchen. Und ich möchte ein klein bisschen mehr sagen. Zum Beispiel einer, was da geweiht auch. Wo ich und du sind selbstbeinig warst, wo wir selbst verschruft sind warst, und wir dann zum Glauben kommen, und wir geben uns Leben zu Gott, weil Gott kann uns brücken, um den Menschen zu helfen, was in der selbst Lehrbahnen sind. Wenn das nicht der Käse, wie ich kann, sind Menschen, die sind in christliche Heime abgewachsen, und die sind frei geblieben von vielen von den Dingen, die sind beschützt geblieben. Gott sei Dank dafür. Aber weil sie haben nicht die Erfahrung, was du und ich haben, dass wir gehört, und viele von Juden vielleicht nüchtern sind, dass Gott, wenn die ihr Leben zu Gott geben, dann Gott kann Jünd brücken, um die Menschen helfen, die von deren Nachricht kriegt, und die Lehrbahnen sind. Oder Gott kann Jünd durch Rüt helfen. Er sagt, wir sind gerecht gemerkt. Das, was wir sind an Gott, sind wir gerecht gemerkt. Und herrlich. Einige Menschen haben vielleicht mal zu Jünd gesagt, oh, die lebst du besser herrlich, ja? Hat auch mal gehört? Oh, die lebst du besser herrlich. No, ich sage, ich wüsste, ich dachte mal sagen, no, ich sage gar nicht, dass ich herrlich bin. Ja, ich bin herrlich. Weißt du, was das meint, herrlich? Das meint, dass Gott hat uns zurückgenommen aus dem Dreieck, wo wir werden werden. Er hat das an das Fundament abgesagt, wo Jesus Christus der Hauptstein ist. Er hat uns zu sich gesagt, das, was herrlich meint. Er hat uns herrlich, weißt du, im Alten Testament, da wir noch im Tempel, dann hat es durch Gefäße, was sie zusammen nicht brauchen können, als zum den Gottesdienst tun. Die werden keiner mehr erlaubt, irgendwo anders zu brauchen. Die werden zu sich gesagt, ab dem Wasser steht, die waren bloß dort gebraucht.
Da hat keiner nicht ein Recht, iets wat mit zu tun. Und er sagt, wir sind herrlich, wir sind geherrlicht an Gott, sind wir geherrlicht. Das ist, Gott hat mir und die zu sie gesagt für eine gewisse Arbeit, für zu arm zu dienen. Und dann sagt er, das letzte Wort, er sagt, dass gerat sind. Und da ist es scheint, dass wir gerat sind. Gerat von Wort, gerat von der Herr. Wir dürfen nicht, Gott hat uns gerat. Durch Jesus Christus, sagt er, habt ihr uns das geloten. Gott hat dort gemerkt, dass wir durch Jesus Christus in uns weiß, gerecht, herrlich und gerat sind. Halleluja, right? Amen. Und dann in Vers 31 sagt er, dort ist so ausgeschrieben steht, wer sich puchen will, soll sich mit seinen Haaren puchen. Oh, habe ich jetzt so zu puchen mit dem Herrn Jesus nicht. Weißt du, was habe ich da nachgefragt? Weißt du, mit der Tür hier, wenn wir von da und war wenig gerat werden, und Gott sich nicht benötigt hat über uns, weißt du, wo wir würden dann, wir würden irgendwann am Draht liegen, wo viele von uns hier rückgekommen sind. Und alle von uns sind aus dem Draht gekommen. Wir hatten kein Verständnis nicht. Kein Verständnis, was das wirklich meint, gerat zu sein. Und er sagt, wir sind, das so ausgeschrieben steht, wer sich puchen will, lässt sich mit seinen Herren puchen. Und ich lese Vers 2, Vers 1, Kapitel 2, Vers 1. Die Predigt vom gekreuzigten Christus. Der Apostel Paulus, der sagt hier, was seine Anstellung wie sei, da kommen, er sagt es nicht. Als er nicht Jünd kommt, Brüder, Jünd Gott seine Gott Geheimnis weiterzulassen, dass ich dort nicht mehr hören wird und große Weisheit. Wie sei wisst dort, was dort für Menschen wären, was von großen Menschen das wäre. Er sagt, hat er das nicht mehr große Weisheit. Der Apostel Paulus dort wie einer von der Höchsten, er hat ausgelehrt und er hat Jesus selbst begehrt, er war in Damaskus und er weiß, von was er reden will. Aber er hat sich dort nicht, dort nicht ausleben oder nicht dort bewiesen. Er stahl sich in Ehre Lehren an. Und dann Vers 2 sagt, ich helfe mich manchmal dafür, dass ich selbst nicht aus Jesus Christus den gekreuzigten kann. Bloß ein denkt, dass er Jesus kann und er sich nicht abheben oder irgendwas. Er stahl sich mit endlich. Und das ist sehr wichtig, dass du merkst, weil wir mit Menschen begegnen, und wir dann vom Herrn vertrauen oder was immer, dass wir nicht uns die Hand stahlen, dass wir weiten nicht alle. Wir tun gar nicht. Nicht einer von uns weiß alles. Wir sind vielleicht ein bisschen lange bekehrt, einer als der andere ist, und wir haben vielleicht mal gelehrt, aber weißt du, was darauf ankommt, weil wir Jesus kennen, und aus uns Rader und uns Herrland, und der wird uns beschützen, und wird uns für alle Ewigkeit sich nehmen, dann haben wir was zu tun. Dort ist was zu teilen, ob wir dem Herrn kennen, und ob wir dem nicht kennen. Und dann Vers 3 sagt er, als er nur Jünd kam, weil er mich schwach und flotrig und Angst. Er geht auf schwach und flotrig gefällt. Ich habe nicht mal mehr in der Pulpit schwach und flotrig gefällt. Der Apostel Paulus sagt, ich feil mich gar nicht nur, dass ich sagt, ich komme rauf, the new level. Sagt er, das wo ich mich nur feilen darf. Und dann Vers 4 sagt, meine Lehre und meine Predigt wirkten nicht dadurch großartig wird in menschliche Weise braucht. Aber dadurch, dass Gott ihnen jetzt mit viel Kraft wirken lässt. Da wird durch Gott sein jetzt. Nach Vers 5, Jünglauben soll sich nicht nur menschliche Weise errichten, aber nur Gott seine Kraft.
Ich sehe mijn titel jetzt bozig, maar ik wil hier einen Punkt machen. Ich will lesen in Vers 6, dann will ich wieder lesen, durch Vers 9. Aber doch, für die all mehr rieb sind, sagt der Apostel Paulus, rede ich an die Perversheit. Hij kijkt er nog, wat het voor mensen zijn. Die dan nog reden, als die mensen Weisheit hadden, oder würde stunden. Das ist nicht eine Weisheit von der Welt oder von der Regierenden in dieser Welt, die doch alle verwohnen. Wir reden von einer Weisheit, die Gott geheim hält. Gott hält die Weisheit geheim. Er hat die überall von Ewigkeit her dort bestimmt, dat we die sollen herrlich gemacht worden. Keiner von die Macht haben in dieser Welt, hat diese Weisheit verstanden. Weil wenn sie die verstanden haben sie dem Herrn Jesus den herrlichen, haben sie dem nicht gekriegt. Dann heute mal noch verschnellen. Aber gerade so als geschrieben steht, und hier nimmt Paulus die Jesaja Kapitel 64, Vers 3, und dann sagt er das. Und ich will damit schließen. Aber gerade so als geschrieben steht, wird kein Uhr seinen Haft, und kein Uhr gehört haft, und woran kein Mensch gedacht haft, hat Gott reich gemerkt für die am Gott sind. Weil die wieder und Fächen hier stillhalten und sagen, ja, ein Tag, da wo wir mal wirklich was sein. Hier habe ich noch keine Gründe und denke, wo das im Himmel was sein. Und sie wird aber herrlich dort was sein. Weil die das nicht, wo das hier von reden hat. Heute mal ja noch Vers 10. En heeft Gott dort weiterloten, okay, ik klim bij wieder 3. En woran kein Mensch gedacht heeft Gott reich gemerkt für die am Gott sind. Nicht die gestorben sind, all. Die am Gott sind. Uns heeft Gott dort weiterloten, der ich seinen Geist, den er uns gegeben hat, wie es der Geist forscht alles noch, sogar Gott seine tiefste Gedanken. Und ich will hier abhören. Und ich will einen Punkt machen hier. Ich glaube, dass wenn wir zum Glauben kommen und wie besonders, wenn wir da einlegen und wir straucheln bloß, wir sind vielleicht gerade, aber wir kämpfen und daunen und seinen da fertig kommen, aber weiten nicht, wo wir da sollen, sich eben haben. Oder weil wir sagen, wir sind an irgendwas Wort addicted an. Wir haben besonders drei Dinge, wo Menschen in einer Kirche, Kirchenmenschen, Christen, unaddicted sind. Das ist Alkohol, Pornografie, unmoralisches Leben und so wieder in Trinkstoff. Das sind echt vier Dinge, wo Pornografie und unmoralisches Leben, das eint, really. Wir wissen nicht, wo wir sollen loskommen davon. Der Apostel Paulus sagt, ernsthaft, sagt er, das verstärken. Hier muss wem gerät und prüft mal, was geistliche Dinge mitzuteilen, oder wo wir können sich haben in uns Leben. Wir straucheln mal, aber ich darf bloß von mir selbst reden. Und Dinge, wo ich verbunden wir und mit versklavt wir, wo ich davon loskomme, wie einmal, dass ich da komme, ich sage, Gott, du hast mich geraten, und wenn man die dort gekostet, du kannst mir raten von meinen Sinnenschuld für alle Ewigkeit, dann ist das dort nützlich für die, mich zu raten von diesem Ding, wo ich bin, versklavt sein. Und dann einmal sagen, dass die Feinde erst nicht über Gott, die Feinde kommen bloß dort an, wo Gott zulassen hat. Du und ich sind gewählt, zum Sieg haben in unser Leben. Nicht bloß abends dort Tagloten. Einer sagt zu mir, sagt,
sagt er mal, kämpfen und einzige Leute noch einen Schluck nehmen, aber sagt er, ich sage, meist kann ich dir bieten. No, ich sage, du bist nicht. Solange du da noch mit Spielen da ist, bist du nicht los davon. Solange du noch damit kämpfen hast, du weißt auch noch, du wunderst, soll ich den Buddel nehmen oder soll ich nicht, dann bist du noch versklavt worden. Sich meint du darfst nicht mal mehr denken oder ever, Dann kannst du, das sagt er, der Geist, sagt er, uns hat Gott dort weiterlassen, der ich seinen Geist, den er uns gegeben hat. Wie es der Geist forscht alles noch, sogar Gott seine tiefsten Geheimnisse. Weil ich dort das zu bewundern, ich habe niemals gedacht, erst einmal, dass das christliche Leben hier auf der Erde so herrlich kann sein, dass das wirklich ist. Weil die waren wirklich sieghaft im Leben und haft den Hunger und Durst noch Gott sein Wort. Als wäre horcht oder lest Gott sein Wort und haft Gemeinschaft mit anderen Menschen und redet davon, weil Jesus sagt, bei der Begebenheit sagt er, wer an mich gelebt hat, ist der Schrift sagt, von dem sie leben wollen, Ströme des lebendigen Wassers fließen. Weil wenn du wirklich mit Gott in Gemeinschaft bist, so als Gott will haben, dass wir sollen sein, dann musst du bloß allmählich kann die Müll holen. Weil man Müll holen lässt, wollen die Menschen bald fragen, was ist los mit dir? Woran bist du so viel anders mit einmal? Weil die werden gelebt hat und Jesus was der Schrift sagt, und weil wer da weiten hat, was meint, wirklich frei sein von Sinn, und das Leben all. Und ich sage nicht, dass wir nicht wollen kämpfen. Der Feind prüft uns dort, aber wir sind boven dort. Wir können boven dort sein, wir sind nicht immer da, liegen nicht immer da ein. Wir sind boven dort. Das sind Dinge, wo ich überhaupt nicht mehr überdenken, aber was mir gerautet, mir sehr gerautet, wie zu sehen, aber dort, wie ich zum Glauben komme, das ist ein Messpappt, ich höre. Und ich muss bloß zum Schluss möchte ich dir sagen, wenn du einer von denen bist, was du bloß straucheln hat, und du weißt, das kann vielleicht sein in die Marriage oder in der Familie, und lass mir eigentlich sagen, wenn wir straucheln, wenn wir kämpfen machen, in irgendeinem Sinn, dann kann ich dir meist garantieren, dass dort erst ein Dien befriedet Leben hat. Du kannst meist nicht allein sein, weil Mann oder Frau ist dort wer, wenn einer da eingelegt hat und den Sinn strauchelt hat, dass dort nicht die Relationship Effekte hat. Sei die Früh oder als Partner, der Charakter sei leiden durch erst wieder. Und ich muss sagen, dass von der ersten Tag, von der kannst du da kommen. Und wir können dort nicht allein tun, wir machen Topfstunden, wir machen sagen, hey, halb mir mal beten. Gestern wie ein Mann, der vorne sieht, da sagt er, was willst du mal beten? Da muss beten für mich, Und ich habe niemals gedacht, ich bete für, dass der wird da kommen. Ich habe niemals gedacht, dass der wird da kommen. Aber das ist dort. Wenn wir wollen sich haben, dann können wir uns wem anrufen, wenn wir vertrauen können, und wir können beten darüber, und die helfen uns, dass wir rauskommen davon. Okay, ich will bloß, so weit will ich hier von reden, bloß wie Wort der Apostel Paulus, wo mit Wort von Mut, die Menschen auswählen, dort wir so, was da gar nicht gehören sein werden, ganz einfache Menschen. Wir dort werden die, was Gott brauchen hat. Die, was sie hoch werden, und im Königs höchsten sie wieder, die wollen uns nicht weiter davon nicht. Und das von der Nachricht so. Viele Menschen, die brauchen Jesus gar nicht. Sie kennen sich leben, sie kennen sich selbst lernen. Sag, wo die bloß Motto sprechen, und du, eine von seinen Bass, Leute von der letzten Tag sein. Mag Gott die dort helfen, weil wir nach Top beten. Vater im Himmel, ich danke dir für dir und einmal, dass wir dein Wort haben. Ich danke dir, Herr, für was dein Wort uns von dir gelehrt hat und lehren hat.
Ich bete, Herr, du machst uns wiederleiten, machst uns wiederführen durch diese Andacht. Und ich bete, Herr, für jede Meinung, was hier bei uns kriegen und was für Level wir sind, wo wir uns finden und für dich. Aber ich bete, Herr, dass wir möchten sicher sein in uns christliches Leben. Ich bete nur, Herr, dass du machst wieder mit uns kommen und uns sehen, bete ich in Jesus' Namen. Mit Dank sagen. Amen. Dankeschön, Frau.